Heute der fünfte und vorerst letzte Teil der Amateurfunkfragen und am Ende werde ich dazu noch ein paar Worte verlieren. So, jetzt kommen wir endlich zur Elektrotechnik. Welche Einheit wird üblicherweise für die elektrische Spannung verwendet? Ampere, Amperestunden, Volt oder Ohm? Mit Amperestunden beschreibt man die Ladungsmenge, die in einer bestimmten Zeit fließt. Volt ist natürlich richtig und Ohm, das ist die Einheit für den elektrischen Widerstand. 4,2 Volt entspricht entweder 4200 Millivolt, 4,200 Mikrovolt, 4200 Kilovolt oder 4200 Megavolt. Wir hatten ja schon die Vorsätze für Einheiten für sehr große Zahlen. Kilo heißt 1000 und Mega heißt Million. Und genau solche Vorsätze gibt es natürlich auch für kleinere Einheiten, also für Bruchteile, damit man nicht so viele Nullen hinter dem Komma schreiben muss. Milli bedeutet Tausendstel, also mal 10 hoch minus 3. Mikro bedeutet Millionstel, also mal 10 hoch minus 6. Nano ist 10 hoch minus 9 und Pico 10 hoch minus 12. 4,2 Volt sind dann 4200 Millivolt, also 4200 Tausendstel Volt. Machen wir dasselbe nochmal mit dem Strom. 42 Milliampere entspricht entweder 0,42 Ampere, 0,042 Ampere, 0,0042 Ampere oder 4,2 Ampere. Und richtig ist Antwort B. Es sind 42 Tausendstel Ampere. Die tausendstel Stelle ist die dritte Stelle hinterm Komma und da steht die 42. Ab welcher Höhe kann das Berühren elektrischer Wechselspannung oder elektrischer Gleichspannung für den erwachsenen Menschen lebensgefährlich sein? Zum Thema Sicherheit gab es auch ganz am Anfang auf diesem Kanal schon ein Video, weil das ist ein sehr wichtiges Thema. Die richtige Antwort ist D, 50 Volt Wechselspannung oder 120 Volt Gleichspannung, wobei ich mit den 120 Volt Gleichspannung so meine Probleme habe. Aber das könnt ihr euch in dem Video ansehen. Welche gefährlichen Folgen kann eine Körperdurchströmung mit elektrischem Strom verursachen? Richtige Antwort hier: Verbrennungen, Muskelverkrampfungen oder Herzrhythmusstörungen. Welche Maßnahmen sind nach einem Elektrounfall mit Körperdurchströmung zu ergreifen? Es ist natürlich ein Arzt aufzusuchen, es können Herzrhythmusstörungen auftreten oder Herzkammerflimmern, auch noch viele Stunden nachdem der Stromschlag aufgetreten ist. Also unbedingt bei einem Arzt vorstellig werden, der dann erstmal ein EKG schreibt. Ein Mobilfunktransceiver ist an ein Netzgerät angeschlossen. Welche Aufgabe hat das Netzgerät? A. Erzeugung einer Gleichspannung aus dem 230 Volt Wechselspannungsnetz. B. Eine Internetverbindung zum Funkgerät herzustellen. C. Die Stabilisierung der 230 Volt Wechselspannung. Oder D. Erzeugung einer Wechselspannung aus einer Gleichspannung. Also da sollte es jetzt keine großen Probleme geben, die Frage richtig zu beantworten. Mit einem Netzteil stelle ich keine Internetverbindung her, ich stabilisiere auch nicht die Wechselspannung, die aus dem Netz kommt und ich erzeuge nicht aus einer Gleichspannung eine Wechselspannung, sondern genau umgekehrt. Die 230 Volt Wechselspannung, die aus dem Stromnetz kommen, die werden in eine Gleichspannung umgewandelt, weil die elektronischen Schaltungen eine Gleichspannung zur Versorgung brauchen, die auch wesentlich geringer ist als die 230 Volt. Es sei denn, man arbeitet noch mit Röhrengeräten. Welche Verbindung stellt der Schutzkontakt in einen Schutzkontaktstecker her? Verbindung zum L-Leiter der Steckdose, Verbindung zum N-Leiter der Steckdose, Verbindung zum PE-Leiter der Steckdose oder die Verbindung zwischen PE und N-Leiter in der Steckdose. Der Schutzkontakt ist verbunden mit dem sogenannten PE-Leiter, zu erkennen an der grün-gelben Isolierung. Grundsätzlich gilt aber für Laien: Finger weg von der Netzspannung, lasst das Fachleute machen. Warum ist die Spannungsversorgungsleitung vom externen Netzteil zum Transceiver zweipolig ausgeführt? A. Damit die Spannungsreduzierung nicht zu hoch wird. B. Der Transceiver nutzt eine Leitung, die andere Leitung dient zur Erdung. C. Damit von beiden Polen des Netzteils der Strom zum Transceiver fließen kann. Oder D. Damit der Stromkreis über den Transceiver geschlossen werden kann. Und Antwort D ist richtig, denn ich brauche einen geschlossenen Stromkreis.
Der Strom muss in einem Leiter hinfließen und zum anderen Leiter wieder zurück zur Spannungsquelle fließen. Worauf ist beim Anschluss eines Gleichspannungsnetzteils an einen Transceiver besonders zu achten? A. Polungsrichtiger Anschluss des SWR-Meters. B. Korrekte Verbindung zur Antenne. C. Richtige Polung des Schutzkontaktsteckers. Oder D. Polungsrichtiger Anschluss der Stromversorgungsleitung zum Transceiver. Also das SWR-Meter hat nichts damit zu tun, auch nicht der Anschluss der Antenne. Den Schutzkontaktstecker in der Steckdose, den kann ich auch umdrehen, dann passiert gar nichts. Wichtig ist die richtige Polung der Gleichspannung, die das Netzteil erzeugt. Welche Folge kann eine Verpolung der Leitung vom Netzteil zum Transceiver nach sich ziehen? Verzerrung des Empfangssignals, Beschädigung des Funkgerätes, Verzerrung des Sendesignals oder Ausfall der Backup-Batterie im Transceiver? Die Antwort ist ganz einfach. B. Es könnte sein, dass das Gerät plötzlich Rauchzeichen gibt. Natürlich gibt es einfache schaltungstechnische Maßnahmen, um den Schaden bei einer Verpolung zu vermeiden. Man braucht einfach nur eine Diode einsetzen. Außerdem haben die meisten Gleichspannungsnetzteile einen Steckverbinder, den man nicht verpolen kann. Trotzdem sollte man sich eben darauf nicht verlassen und genau darauf achten, dass ich hier nicht aus Versehen mal Plus und Minus vertausche. Welche Sicherheitseinrichtungen werden in hochwertigen Gleichspannungsnetzgeräten vorgehalten? A. Spannungsstabilisierung im Kurzschlussfall. B. Überspannungsreduzierung auf maximalen Kurzschlussstrom. C. Automatische Erdung des Gleichspannungsausgangs im Kurzschlussfall. Oder D. Kurzschlussstrombegrenzung und thermische Abschaltung. Da sind wieder interessante Antworten dabei. Spannungsstabilisierung im Kurzschlussfall, na, auf keinen Fall. Wenn ich die Spannung weiter hochhalte im Kurzschlussfall, dann wird der Strom ja immer größer und steigt im Kurzschlussfall auf unendlich an. B macht überhaupt keinen Sinn. C eigentlich auch nicht. Also richtig ist, dass ein vernünftiges Netzteil eine Kurzschlussstrombegrenzung hat. Das heißt, im Kurzschlussfall fließt maximal ein Strom, den das Netzteil noch verträgt. Oder es schaltet sich ab, spätestens dann, wenn es zu warm wird. Feinsicherungen in den Versorgungsleitungen elektrischer Geräte dienen dem Schutz des jeweiligen Gerätes oder Stromkreises bei Kurzschlüssen. Bei Ersatz einer durchgebrannten Sicherung, ja, was muss man da beachten? Es ist ein Ersatztyp mit bis zu 5-fachen Auslösestrom erlaubt, also davon würde ich ganz stark abraten. B. Es darf eine Porzellansicherung nicht durch eine Glassicherung ersetzt werden und umgekehrt. Ja, warum eigentlich nicht? Bei dem Gehäuse der Sicherung kommt es nur darauf an, dass es nicht brennbar ist und eine gewisse Temperatur aushält. C. Es ist ein Typ gleichen Stromwertes sowie gleicher Auslösecharakteristik einzusetzen. Das klingt vernünftig. Und D. Sollte bei der Fehlersuche zum schnellen Auffinden des Fehlers die defekte Sicherung durch Aluminiumfolie überbrückt werden. Da rate ich dann dazu, schon mal den Feuerlöscher in Reichweite zu platzieren. Welches Bauteil wird durch das Schaltzeichen symbolisiert? Ein Kondensator, eine Diode, ein Widerstand oder eine Batterie? Sieht zwar auf den ersten Blick vielleicht aus wie ein Kondensator, aber da die beiden Striche unterschiedlich breit und lang sind, ist das Schaltzeichen für eine Batterie oder besser gesagt eigentlich für eine einzelne Zelle. Wie lauten die Bezeichnungen für die Anschlüsse 1 und 2 im Schaltsymbol? Also Nord- und Südpol, das können wir mal gleich vergessen. Die Frage ist jetzt, wer ist der Minus- und wer ist der Pluspol? Links die 1 ist der Pluspol und rechts haben wir den Minuspol. Wie merkt man sich das? Ja, das muss jeder selber sich überlegen. Ich merke mir das immer. Minus bedeutet Elektronenüberschuss und das ist immer der dicke Anschluss. Folgende Schaltung besteht aus Spannungsquellen von je 1,5 Volt. Welche Spannung misst man zwischen den Kontakten, die mit Plus und Minus gekennzeichnet sind? Da muss man jetzt mal ganz genau hinsehen, wie die verschaltet sind. Es sieht aber so aus, als wäre immer schön der Pluspol der einen Zelle mit dem Minuspol der anderen Zelle verbunden. Das heißt, die einzelnen Zellen sind hier alle in Reihe geschaltet und bei einer Reihenschaltung addieren sich die einzelnen Spannungen. 6 mal 1,5 ergibt dann 9 Volt. Genau so sieht eine 9 Volt Blockbatterie von innen aus. Was ist bei der Verwendung von Akkus und Batterien zu beachten? A. Sie müssen mit einem Mindestentladestrom betrieben werden. B. Sie sollen stets vollkommen entladen werden. C. Ein Kurzschluss ist zu vermeiden. D. Sie müssen paarweise verwendet werden.
Also einen Mindestentladestrom gibt es nicht. Ich kann ja auch den Strom komplett abschalten. Wenn ich einen Akku komplett entlade, dann kann das sogar zu Schäden führen. Akkus vertragen Tiefentladungen nicht so gut. Ein Kurzschluss ist zu vermeiden. Das hört sich wieder sinnvoll an. Oder sie müssen paarweise verwendet werden. Ja, warum denn? Also richtige Antwort ist Antwort C. Man könnte die Frage auch ein bisschen anders stellen. Warum sollte man beim Ausbau einer Autobatterie immer erst den Pol abklemmen, der mit der Karosserie verbunden ist, und erst dann den anderen Pol, in der Regel den Pluspol? Würde ich am Pluspol schrauben, solange der andere Pol noch mit der Karosserie verbunden ist, und würde ich dann aus Versehen mit meinem Schraubenschlüssel an die Karosserie kommen, dann würde ich einen Kurzschluss machen. Der Strom, der durch so einen Akku dann fließt, der ist gigantisch groß. Der Schraubenschlüssel würde aufglühen und schmelzen und da möchte ich nicht mit der Hand oder mit meinem Gesicht in der Nähe sein. Passend dazu dann die Frage, welche Gefahren drohen dem Anwender bei unsachgemäßem Umgang mit wiederaufladbaren Batterien? D. Verbrennungen, Verätzungen oder Vergiftungen, wenn zum Beispiel der Akku sich aufbläht und platzt. Welches der genannten Metalle hat bei Raumtemperatur die höchste elektrische Leitfähigkeit? Aluminium, Kupfer, Wolfram, Zink. Und der Sieger heißt B. Kupfer. Welches der genannten Metalle hat bei Raumtemperatur die schlechteste elektrische Leitfähigkeit? Aluminium, Kupfer, Zinn oder Gold? Und die Hitparade von unten führt hier das Zinn an. Hier ist mal eine Übersicht mit den spezifischen elektrischen Widerständen oder Leitfähigkeiten. Und da ist die Reihenfolge bei den Metallen Silber, Kupfer, Gold, Aluminium, Wolfram, Zink und Zinn. Die Materialien welcher Gruppe sind bei Raumtemperatur alle Nichtleiter? Schauen wir mal durch. A. Porzellan, Polyethylen, Polystyrol. Ich glaube, da haben wir unseren Sieger schon gefunden. Porzellan und die beiden Kunststoffe, das sind alles Nichtleiter. Machen wir mal die Gegenprobe. Bei B, da stört das Messing, bei C Wolfram und bei D Bronze, denn das sind Metalle und das sind gute elektrische Leiter. Welches Bauteil wird durch das Schaltzeichen symbolisiert? Ich glaube, da braucht man nicht viel Fantasie, um das als Schalter zu identifizieren. Welches Bauteil wird jetzt durch das Schaltzeichen symbolisiert? In dem Fall ist es der Widerstand. Welches Bild zeigt die technische Stromrichtung korrekt an? Um die Frage zu beantworten, muss man zwei Dinge wissen. Erstens, was ist der Plus- und der Minuspol bei einer Batterie? Das haben wir ja gerade gelernt. Und zweitens, was ist die technische Stromrichtung? Die technische Stromrichtung geht immer von Plus nach Minus, auch wenn die Elektronen als Ladungsträger genau in die andere Richtung fließen. Die technische Stromrichtung verläuft dann also von diesem langen, dünnen Strich zum dicken, kurzen. Und das ist nur bei der Zeichnung C der Fall. Kann in folgender Schaltung von zwei gleichen Spannungsquellen Strom fließen? Welche Begründung ist richtig? Ja, weil die Spannungsquellen nie exakt identisch sind. B, nein, weil kein geschlossener Stromkreis vorhanden ist. C, ja, weil der Pluspol mit dem Minuspol verbunden ist. Oder D, nein, weil dies nur bei verschiedenen Spannungsquellen möglich ist. Und ich hoffe, ihr habt erkannt, dass hier der Stromkreis einfach nicht geschlossen ist und demzufolge kann hier auch kein Strom fließen. Was wird durch dieses Schaltzeichen symbolisiert? Eine Spannungsquelle, ein Strommessgerät, eine Stromquelle oder ein Spannungsmessgerät. Das V steht für Volt oder Voltmeter und Volt ist die Einheit der Spannung, also ist das ein Spannungsmessgerät. Bei einem Strommessgerät würde dort ein A stehen für Amperemeter. Ja, und Spannungsquelle und Stromquelle sehen anders aus. In welcher Schaltung ist ein Multimeter richtig eingesetzt, um die Spannung der Batterie im laufenden Betrieb zu messen? Spannung misst man, indem man einen Voltmeter parallel zu den beiden Punkten anschließt, zwischen denen man die Spannung messen will. Logischerweise müssen wir das Voltmeter dann direkt parallel zur Spannungsquelle anschließen. Und das haben wir hier in der Abbildung A.
Bei der Schaltung B würden wir die Spannung über der LED messen. Die ist aber um den Spannungsabfall über den Widerstand geringer als die Batteriespannung. Bei C würden wir den Spannungsabfall über den Widerstand messen. Auch das ist weniger als die Batteriespannung. Und jetzt die Quizfrage, was messen wir denn bei D? Ja, bei D würden wir fast die komplette Batteriespannung messen, aber nicht ganz. Das ist eigentlich eine völlig falsche Beschaltung für einen Voltmeter. Es ist hier einfach in den Stromkreis eingeschaltet. Das Voltmeter hat einen sehr hohen Innenwiderstand, deshalb fällt über dem Voltmeter auch fast die gesamte Spannung ab, aber eben nicht ganz. Auch wenn da kaum ein Strom fließt, etwas Spannung fällt auch über den Widerstand und der Leuchtdiode ab, also auch das stimmt nicht. Welchen Betrag zeigt das Spannungsmessgerät in folgender Schaltung? 3 Volt, 1,5 Volt, 0 Volt oder minus 3 Volt. Wenn wir hier genau hinsehen, dann sehen wir, dass hier nicht Plus und Minus, sondern die beiden Minuspole miteinander verbunden sind. Die Spannungsquellen sind also gegenpolig in Reihe geschaltet und damit heben sich die beiden Spannungen auf. Das heißt, die Spannung, die ich mit dem Voltmeter messe, ist 0. In welcher Schaltung ist ein Multimeter richtig eingesetzt, um den Strom durch den Widerstand und die LED zu messen? Das, was beim Voltmeter falsch war, das ist beim Amperemeter richtig. In Schaltung A ist es in den Stromkreis eingebunden, sodass der komplette Strom durch das Amperemeter fließt und bei einer Reinschaltung ist ja der Strom an allen Stellen im Stromkreis gleich. Deshalb misst hier das Amperemeter den richtigen Strom. In Schaltung B würde die LED durch das Amperemeter kurzgeschlossen, denn im Gegensatz zum Voltmeter hat das Amperemeter einen sehr geringen Innenwiderstand, wirkt also fast wie ein Kurzschluss. Es würde also ein viel höherer Strom gemessen werden, weil der nur durch den Widerstand begrenzt wird. Und jetzt kommen zwei gefährliche Schaltungen. Bei Schaltung C würden wir den Vorwiderstand kurzschließen. Dadurch würde der Strom durch die LED sehr hoch und die Leuchtdiode wahrscheinlich zerstört werden. Und bei D würden wir quasi die Spannungsquelle kurzschließen und das geht für das Amperemeter wahrscheinlich nicht gut aus und eventuell auch nicht für die Batterie. Welche Einheit wird üblicherweise für den elektrischen Widerstand verwendet? Watt, Ohm, Ampere oder Volt. Das sollte eigentlich jeder wissen. Ohm ist die richtige Einheit. Welcher Widerstandswert liegt vor? Hier geht es also um die Anwendung des Ohmschen Gesetzes. R ist gleich U durch I. Also wir haben eine Spannung von 12 Volt und einen Strom von 0,3 Ampere. 12 Volt durch 0,3 Ampere. 12 durch 3 ist 4 und 12 durch 0,3 ist dann 40. Welche Spannung lässt einen Strom von 90 mA durch den Widerstand fließen? Hier ist jetzt also nach der Spannung gefragt. Wir müssten das Ohmsche Gesetz umstellen. U ist gleich R mal I. 100 Ohm mal 90 mA ergibt 9 Volt. Welches Bauteil wird durch das Schaltzeichen symbolisiert? Immer wieder die gleiche Frage. Und ich hoffe, dass die meisten das jetzt nicht für eine Spule, einen Widerstand oder einen Kondensator halten. Das ist natürlich eine Diode. Wie lauten denn die Anschlüsse einer Diode? Hier können wir zwei Antworten gleich ausschließen, B und D, denn Basis und Emitter sind Anschlüsse an einem Transistor. Bei der Diode nennt man sie Kathode und Anode. Jetzt ist nur die Frage, was ist 1 und was ist 2? Das Pfeilsymbol, also 1, ist die Anode und der senkrechte Strich, das ist die Kathode. Und der Pfeil der Diode zeigt die Durchlassrichtung an, wenn wir von der technischen Stromrichtung ausgehen. Also ein Strom fließt, wenn wir an 1 Plus und an 2 Minus anlegen. Die richtige Antwort ist also C. In welchem der abgebildeten Stromkreise fließt Strom? Wir müssen also wieder nur gucken, welche der Dioden zeigt in die technische Stromrichtung von Plus nach Minus und das ist der Stromkreis D. Bei welchem der abgebildeten Stromkreise leuchtet die LED? Eine LED ist eine besondere Form der Diode.
im Schaltzeichen dargestellt mit zwei von der Diode wegzeigenden Pfeilen. Und die leuchtet in Durchlassrichtung, also wenn der Strom in Pfeilrichtung geht. Die Antworten B und D können wir gleich mal ausschließen, denn wenn der Stromkreis unterbrochen ist, leuchtet die Diode natürlich nicht. Richtige Antwort ist C, denn hier zeigt der Pfeil im Schaltsymbol in die technische Stromrichtung von Plus nach Minus. Welche Einheit wird üblicherweise für die elektrische Leistung verwendet? Joule, Watt, Amperestunden oder Kilowattstunden? Über die Leistung haben wir ja jetzt schon oft genug gesprochen. Die wird natürlich in Watt gemessen. Kilowattstunden, das ist nicht die Einheit für die Leistung, sondern das ist die elektrische Energie oder die elektrische Arbeit, die verrichtet wird, wenn über einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Leistung abgegeben oder entnommen wird. Welche Leistung nimmt ein Transceiver bei 13,8 Volt Gleichspannung auf, wenn das Strommessgerät im Netzteil 1,5 Ampere anzeigt? Ja, wie berechnet man die Leistung? Die elektrische Leistung ist das Produkt aus Strom und Spannung. 13,8 Volt mal 1,5 Ampere ergibt 20,7 Watt. An einem Vorwiderstand fällt bei einem Strom von 50 mA eine Spannung von 50 Volt ab. Wie viel Leistung wird an diesem in Wärme umgesetzt? Auch hier wieder einfach Strom mal Spannung, 50 Volt mal 50 mA ergibt 2500 Milliwatt oder 2,5 Watt. Ein gleichspannungsbetriebenes Leuchtmittel ist mit der Angabe 12 Volt 48 Watt bedruckt. Bei einer 12 Volt Versorgung beträgt die Stromaufnahme wie viel Ampere oder Milliampere? Wir müssen jetzt die Leistungsformel nach dem Strom umstellen. I ist gleich P durch U, also 48 Watt durch 12 Volt. Und das ergibt 4 Ampere. So, weitere Fragen nach dem Motto, was ist das für ein Schaltzeichen, die lassen wir jetzt mal weg. Jetzt nochmal ein paar Fragen zu den Gesetzen und Vorschriften. Was ist neben einer erfolgreich abgelegten Amateurfunkprüfung unbedingt erforderlich, damit Sie eine Amateurfunkstelle betreiben dürfen? A. Die Vorlage eines Nachweises über die fachgerechte Installation der Antennenanlage. B. Die Einholung einer EMVU-Bescheinigung von der zuständigen Behörde. C. Eine Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst. Und D. Die Vorlage von Berechnungsunterlagen und ergänzenden Messprotokollen der ungünstigsten Konfiguration der Antennenanlage. Und die Antwort ist ganz simpel, man braucht eine Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst. Also das Zeugnis über eine erfolgreich abgeschlossene Amateurfunkprüfung ist das eine, die Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst ist das andere. Ist nach dem Amateurfunkgesetz für die Erteilung einer Amateurfunkzulassung ein Mindestalter erforderlich? Das könnte durchaus eine interessante Frage für euch sein. Das Mindestalter für die Antragstellung beträgt 15 Jahre oder das Amateurfunkgesetz sieht kein Mindestalter vor. Variante C für die Erteilung der Klasse A ist die Volljährigkeit Voraussetzung. Oder D, das Amateurfunkgesetz sieht ab Klasse E ein Mindestalter von 16 Jahren vor. Und die richtige Antwort wird euch vielleicht freuen, im Amateurfunkgesetz gibt es kein Mindestalter. Und das nächste, was vielleicht noch interessant sein kann, das sind Gebühren oder Beiträge. Welche regelmäßigen Beiträge hat der Funkamateur mit Rufzeichenzuteilung zu entrichten? Jährliche Frequenzschutzbeiträge nach dem Telekommunikationsgesetz und dem EMVG, jährliche Zuteilungsbeiträge nach den Bestimmungen des Amateurfunkgesetzes, keine Beiträge, wenn der Funkamateur zwar eine Rufzeichenzuteilung hat, aber keine Amateurfunkstelle errichtet oder betreibt, oder keine Beiträge, wenn der Funkamateur Mitglied in einer Amateurfunkvereinigung ist. Ja, wenn ihr ein Rufzeichen zugeteilt bekommen habt, dann müsst ihr jährliche Frequenzschutzbeiträge nach dem Telekommunikationsgesetz entrichten. Und das gilt auch, wenn ihr gar keine Funkstation habt und gar nicht funken könnt.
Mit welchen Folgen muss der Funkamateur rechnen, wenn er die zu entrichtenden Gebühren und Beiträge nicht zahlt? A. Er muss mit Maßnahmen nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes rechnen. B. Er muss mit dem Entzug seines Amateurfunkzeugnisses rechnen. C. Er muss mit einer gebührenpflichtigen Nachprüfung rechnen. Oder D. Er muss mit einem Bußgeld rechnen. Hier gilt ganz normal, was immer gilt, wenn ihr irgendjemandem Geld schuldet. Euer Gläubiger kann sich beim Gericht einen Titel holen und den dann durch den Gerichtsvollzieher vollstrecken lassen. Also Antwort A ist hier richtig. Wie hat sich ein Funkamateur zu verhalten, der Nachrichten empfängt, die nicht für Funkamateure, die Allgemeinheit oder einen unbestimmten Personenkreis bestimmt sind? A. Er darf den Inhalt der Nachricht sowie die Tatsache ihres Empfangs anderen nicht mitteilen. Das gilt nicht in Not- und Katastrophenfällen. B. Er darf anderen Funkamateuren zwar die Tatsache des Empfangs mitteilen, aber nicht den Inhalt. C. Er hat sofort den Empfänger auszuschalten und die Bundesnetzagentur zu informieren. Oder D. Er darf Dritten zwar die Tatsache des Empfangs mitteilen, aber nicht den Inhalt und die näheren Umstände. Das gilt auch in Not- und Katastrophenfällen. Richtig ist hier Antwort A. Es geht um das Fernmeldegeheimnis. Er darf den Inhalt der Nachrichten sowie die Tatsache ihres Empfangs anderen nicht mitteilen. Das gilt nicht in Not- und Katastrophenfällen. Darf ein Funkamateur seine Amateurfunkstelle zum Abhören des nicht öffentlichen gesprochenen Wortes verwenden? A. Der Funkamateur gilt als sachkundige Person und darf daher selbst entscheiden, auf welcher Frequenz er hören darf. B. Das Abhören des nicht öffentlichen gesprochenen Wortes durch den Funkamateur bedarf einer besonderen Zulassung der Bundesnetzagentur. C. Der Funkamateur ist dazu berechtigt, wenn er dazu technisch zugelassene Empfänger benutzt. Oder D. Das Abhören des nicht öffentlich gesprochenen Wortes ist ein Straftatbestand. Genauso ist es. Nachrichten, die nicht für die Allgemeinheit bestimmt sind, dürfen nicht abgehört werden. Also kein Polizeifunk, kein Taxifunk, kein Flugfunk oder ähnliche Funkdienste. Welche Folgen können denn Verstöße haben? Die Bundesnetzagentur kann bei Verstößen gegen das Amateurfunkgesetz oder die Amateurfunkverordnung eine Einschränkung des Betriebs oder die Außerbetriebnahme der Amateurfunkstelle anordnen, B. eine kostenpflichtige fachliche Nachprüfung anordnen, C. einen sofortigen Abbau der Amateurfunkstelle noch vor Ort anordnen oder D. ein Unbrauchbarmachen der Amateurfunkstelle durch Entnahme wichtiger Teile aus dem Sender anordnen. Ja, also ganz so schlimm ist es nicht. Die dürfen die Amateurfunkstation nicht zerstören, aber sie dürfen den Betrieb einschränken oder die Amateurfunkstelle außer Betrieb nehmen. Also A ist hier richtig. Was hat ein Funkamateur mit zugeteiltem Rufzeichen zu erwarten, wenn er fortgesetzt, also immer wieder, gegen die Verordnung verstößt? Entweder A. eine kostenpflichtige Nachprüfung oder B. der Ausbildungsfunkbetrieb wird untersagt, C. der Einzug des Amateurfunkzeugnisses oder D. dem Widerruf der Amateurfunkzulassung. Ja, eine Nachprüfung hilft da nicht. Das Amateurfunkzeugnis kann man nicht einziehen, das ist ja nur die Bestätigung, dass man die Prüfung bestanden hat. Man kann euch aber die Zulassung entziehen. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick in den Amateurfunk bekommen. Die Frage war ja am Anfang, würde ich die Prüfung bestehen? So aus dem Stegreif heraus bestimmt nicht. Die technischen Fragen waren recht einfach. Auch viele betriebliche Regelungen kannte ich noch von früher, als ich mich mal etwas näher damit beschäftigt hatte. Einiges kann man auch gut raten. Aber obwohl das jetzt über 150 Fragen waren, ist das noch lange nicht alles. Was habe ich denn weggelassen? Zum einen die Fragen, die sich wiederholen und nur anders formuliert sind. Aber auch die genaue Einteilung und die Bandpläne der Amateurfunkbänder. Wie sind die Rufzeichen aufgebaut und was kann man da herauslesen? Den Abschnitt Baken, Satelliten, Relais und Remote-Stationen, digitale Übertragung und Fernschreiben, die verschiedenen Steckverbinder für Antennenkabel oder das Baurecht für Antennenanlagen, sowie weitere Abkürzungen und Q-Gruppen. Das soll euch jetzt aber nicht demotivieren, im Gegenteil. Deshalb frage ich mal anders. Kann man die Prüfung mit der entsprechenden Vorbereitung bestehen? Da sage ich ganz klar, ja. Schon weil ich noch nie in meinem Leben eine Prüfung vergeigt habe. Wenn ihr das machen wollt, dann macht es. Ihr schafft das.
Es fällt einem aber nicht in den Schoß und man muss was dafür tun. Vielleicht findet ihr bei euch in der Nähe eine Clubstation, wo ihr den Leuten erstmal über die Schultern sehen könnt. Dann habt ihr auf jeden Fall ein sinnvolleres Hobby als die Knallchargen hier in meiner Gegend. Die warten nur jeden Tag darauf, dass es dunkel wird, um dann irgendwelche Polenböller zu zünden und freuen sich dann wie Kleinkinder, wenn es knallt. Wenn Interesse besteht, dann können wir das noch fortsetzen, denn es fehlen noch die Fragen für die Klassen E und A. Da geht es um erweitertes technisches Wissen. Die Vorschriften und die Betriebsabläufe sind ja bei allen gleich. Also das, was wir in den letzten 5 Videos besprochen haben, müssen alle wissen. Schreibt das in die Kommentare und auch, wenn ihr für ein Thema nochmal eine etwas genauere Erklärung wollt. Ansonsten bleibt mir nur noch, wie jedes Jahr um diese Zeit, euch und euren Familien ein schönes und friedliches Weihnachtsfest zu wünschen.